Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, um mit mir die Bausteine der deutschen Sprache zusammenzusetzen. In den letzten beiden Folgen haben wir ja unseren Wortschatz-Werkzeugkasten ordentlich aufgerüstet. Wir haben gelernt, wie wir mit Suffixen wie ung, heit oder schafft Substantive bilden und wie wir mit Endungen wie lich, igig oder bar die Welt um uns herum mit farbenfrohen Adjektiven beschreiben können. Wir haben also gelernt, wie man an bestehende Wörter etwas anhängt. Heute gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir entdecken die wahre Superkraft der deutschen Sprache. Ein Merkmal, das sie so berühmt und manchmal auch berüchtigt macht. Wir tauchen ein in die Magie der zusammengesetzten Wörter, auch Komposita genannt. Ja, genau. Es geht um diese faszinierenden und manchmal auch einschüchternden Wortmonster, die du überall im Deutschen findest. Von ganz einfachen wie Handschuh bis hin zu tiefgründigen wie Lebensgefühl. Vielleicht hast du schon einmal vor einem unglaublich langen deutschen Wort gesessen und gedacht, das kann ich niemals lernen. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, doch, das kannst du. Denn diese langen Wörter sind kein Grund zur Panik, sondern ein Grund zur Freude. Sie sind wie Lego. Sie bestehen aus vielen kleinen, einfachen Bausteinen, die du oft schon kennst. Man muss nur lernen, sie richtig auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. In dieser Folge zeige ich dir das System dahinter. Du wirst lernen, wie du jedes noch so lange Wort entschlüsseln kannst, wie du den richtigen Artikel findest und wie du sogar selbst anfangen kannst, wie ein Muttersprachler zu denken und Wörter zu kombinieren. Bist du bereit, die Bauanleitung für die deutsche Sprache zu entdecken? Dann lass uns loslegen. Das Grundprinzip, der Letzte ist der Boss. Fangen wir ganz von vorne an. Was ist ein zusammengesetztes Wort oder ein Kompositum? Es ist im Grunde genau das, was der Name sagt. Mindestens zwei, manchmal auch mehr, eigenständige Wörter werden zu einem neuen, einzelnen Wort zusammengesetzt. Dieses neue Wort hat eine neue, spezifischere Bedeutung. Das absolut Wichtigste, das du dir merken musst, ist die goldene Regel der deutschen Komposita. Ich nenne sie die "Der Letzte ist der Boss"-Regel. Das bedeutet, das letzte Wort in der Kette bestimmt immer den Artikel, das Geschlecht und die grundlegende Bedeutung des neuen Wortes. Alle Wörter, die davor stehen, beschreiben dieses letzte Wort nur genauer. Sie sind quasi die Adjektive, die Spezifizierer. Lass uns das an einem ganz einfachen Beispiel durchnageln. Wir nehmen das Wort der Tisch und das Wort das Bein. Wir setzen sie zusammen zu das Tischbein. Schauen wir uns das mit unserer Regel an. Der Boss. Das letzte Wort ist Bein. Die Grundbedeutung ist also Bein. Es ist eine Art von Bein. Der Artikel, das Wort Bein, hat den Artikel das. Also hat auch das neue Wort, das Tischbein, den Artikel das. Der Artikel vom Tisch ist hier völlig egal. Der letzte bestimmt. Die Spezifizierung, das erste Wort Tisch, beschreibt das Bein genauer. Es ist nicht irgendein Bein, kein Menschenbein, kein Stuhlbein, sondern spezifisch ein Tischbein. Ist das nicht genial einfach? Lass uns das noch ein paar Mal üben, damit es wirklich sitzt. Die Küche plus der Schrank, der Küchenschrank. Es ist ein Schrank, genauer gesagt ein Küchenschrank. Artikel von der Schrank. Das Auto plus die Tür, die Autotür.
Es ist eine Tür, genauer gesagt eine Autotür. Artikel von die Tür. Das Bad plus das Zimmer, das Badezimmer. Es ist ein Zimmer, genauer gesagt ein Badezimmer. Artikel von das Zimmer. Wenn du diese eine Regel verinnerlichst, hast du bereits 80% des Geheimnisses gelüftet. Du musst nicht mehr für Tausende von Komposita den Artikel neu lernen, du musst nur den Artikel des letzten Wortes kennen. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Die Bausteine. Was kann man alles kombinieren? Jetzt, wo wir das Grundprinzip kennen, schauen wir uns an, welche Arten von Bausteinen wir für unser Wort-Lego verwenden können. Die mit Abstand häufigste Kombination ist Nomen plus Nomen, aber es gibt auch andere Varianten. 1. Nomen plus Nomen. Das ist der Klassiker, den wir gerade schon gesehen haben. Der Winter plus die Jacke gleich die Winterjacke. Das Brot plus der Korb gleich der Brotkorb. Die Sonne plus der Schirm gleich der Sonnenschirm. 2. Verb im Stamm plus Nomen. Hier nehmen wir den Stamm eines Verbs, um ein Nomen zu beschreiben. Das Ergebnis beschreibt oft einen Ort oder ein Objekt, das für die Tätigkeit des Verbs gedacht ist. Warten, Stamm wart plus das Zimmer gleich das Wartezimmer. Ein Zimmer zum Warten. Schlafen, Stamm Schlaf plus das Zimmer gleich das Schlafzimmer. Ein Zimmer zum Schlafen. Waschen plus die Maschine gleich die Waschmaschine. Eine Maschine zum Waschen. Bohren plus die Maschine gleich die Bohrmaschine. Eine Maschine zum Bohren. 3. Adjektiv plus Nomen. Hier beschreibt ein Adjektiv das Nomen direkt. Das ist sehr intuitiv. Hoch plus das Haus gleich das Hochhaus. Ein hohes Haus, ein Wolkenkratzer. Alt plus das Papier gleich das Altpapier. Weiß plus der Wein gleich der Weißwein. 4. Präposition plus Nomen. Manchmal können wir sogar eine Präposition benutzen, um ein Nomen zu spezifizieren. Vor plus der Garten gleich der Vorgarten. Der Garten, der vor dem Haus ist. Neben plus die Kosten gleich die Nebenkosten. Kosten, die neben der Hauptmiete anfallen. Du siehst also, die Kombinationsmöglichkeiten sind riesig. Aber egal, was du kombinierst, denk immer an unsere goldene Regel. Das letzte Wort ist der Boss und bestimmt den Artikel. Der Klebstoff. Die geheimnisvollen Fugenlaute. Okay, jetzt wird es eine kleine Stufe kniffliger, aber keine Sorge, wir schaffen das. Manchmal, wenn wir Wörter zusammensetzen, werden sie nicht einfach direkt aneinander geklebt. Es kommt ein kleiner Buchstabe oder eine Silbe dazwischen, damit es besser klingt oder sich leichter aussprechen lässt. Man nennt diese Laute Fugenlaute. Sie sind wie der Klebstoff oder der Mörtel zwischen den Legosteinen. Das Wichtigste vorab: Es gibt Regeln dafür, aber auch viele Ausnahmen. Am Anfang ist es am wichtigsten, dass du diese Fugenlaute erkennst und dich nicht von ihnen verwirren lässt. Mit der Zeit entwickelst du ein Sprachgefühl dafür. Jetzt kommt unser wichtigster Helfer. Das kleine Verbindungs-S, das Fugen-S. Schauen wir uns die häufigsten Klebstoffe an. 1. Das Fugen-S. Das ist der häufigste Klebstoff. Du findest es oft nach Substantiven, die auf heit, keit, schafft, Ion oder tät enden.
Die Schönheit plus das Ideal gleich das Schönheitsideal. Die Freundschaft plus der Beweis gleich der Freundschaftsbeweis. Die Lösung plus der Versuch gleich der Lösungsversuch. Die Geburt plus der Tag gleich der Geburtstag. 2. Das Fugen-N oder EN. Dieser Klebstoff kommt oft bei femininen Substantiven auf E oder bei bestimmten Pluralformen vor. Die Straße plus die Bahn gleich die Straßenbahn. Die Sonne plus die Brille gleich die Sonnenbrille. Der Student, Plural, die Studenten, plus der Ausweis gleich der Studentenausweis. 3. Das Fugen-ER. Das deutet meist auf eine Pluralform hin. Das Kind, Plural, die Kinder, plus das Zimmer, gleich das Kinderzimmer. Das Bild, Plural, die Bilder, plus das Buch, gleich das Bilderbuch. 4. Gar kein Klebstoff. Und natürlich gibt es unzählige Beispiele, bei denen die Wörter einfach direkt aneinandergefügt werden, so wie in unseren ersten Beispielen. Tischbein, Haustür, Autoschlüssel. Mein Rat an dich: Verliere dich am Anfang nicht in den Regeln für die Fugenlaute. Das Wichtigste ist, dass du, wenn du ein Wort wie Geburtstag siehst, erkennst: Ah, das sind 2 Wörter, Geburt und Tag, mit einem kleinen S als Klebstoff dazwischen. Dieses Erkennen ist der erste und wichtigste Schritt. Wortmonster entschlüsseln. Eine Anleitung. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Wie nehmen wir ein richtig langes, furchteinflößendes deutsches Wort und machen es handsam? Nehmen wir einen Klassiker, der oft als Witz benutzt wird. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Sieht schlimm aus, oder? Aber mit unserer "Der Letzte ist der Boss"-Regel und der Technik des Rückwärtszerlegens ist es ganz einfach. Schritt 1. Finde den Boss. Geh ganz ans Ende des Wortes. Das letzte Wort ist Kapitän. Okay, wir wissen also, es geht um einen Kapitän. Der Artikel ist der. Schritt 2. Arbeite dich von hinten nach vorne. Was für ein Kapitän ist es? Gesellschaftskapitän, ein Kapitän einer Gesellschaft, einer Firma. Schifffahrtsgesellschaftskapitän, ein Kapitän einer Schifffahrtsgesellschaft. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, ein Kapitän einer Dampfschifffahrtsgesellschaft auf der Donau. Siehst du? Gar nicht so schwer. Es ist wie eine Kette, bei der jedes Glied das nächste genauer beschreibt. Machen wir ein alltäglicheres Beispiel. Lebensmittelgeschäft. Schritt 1. Der Boss, Geschäft. Es ist ein Geschäft. Artikel, das. Schritt 2. Rückwärts arbeiten. Was für ein Geschäft? Ein Mittelgeschäft? Nein, das ergibt keinen Sinn. Ah, da ist ein Fugen-S. Das erste Wort muss also Lebensmittel sein. Was sind Lebensmittel?
Das sind Lebensmittel, also Essen und Trinken. Die Lösung? Es ist ein Geschäft für Lebensmittel, ein Supermarkt. Diese Technik funktioniert immer. Finde das letzte Wort, um die Grundbedeutung und den Artikel zu verstehen, und arbeite dich dann in kleinen Stücken nach vorne, um die genaue Bedeutung zu entschlüsseln. Der Spaßfaktor. Deutsche Wortkreativität. Das Tolle an zusammengesetzten Wörtern ist nicht nur ihre Logik, sondern auch ihre unglaubliche Kreativität. Deutsch ist eine sehr verspielte Sprache in dieser Hinsicht. Es gibt unzählige wunderbare, lustige oder poetische Komposita, die zeigen, wie die Sprache denkt. Schauen wir uns ein paar meiner Favoriten an. Der Handschuh. Wörtlich Handschuh. Ein Schuh für die Hand. Ist das nicht eine wunderbare und absolut logische Beschreibung für einen Handschuh? Das Fernweh. Das Gegenteil von Heimweh. Wörtlich Ferne, Weh. Der Schmerz oder die Sehnsucht nach der Ferne. Ein Wort, das es so in vielen anderen Sprachen gar nicht gibt. Der Kummerspeck. Wörtlich Kummerspeck. Der Speck, also das Fett, das man zunimmt, wenn man aus Kummer oder Stress isst. Es ist so herrlich direkt und bildlich. Das Fingerspitzengefühl. Wörtlich Fingerspitzengefühl. Das Gefühl, das man in den Fingerspitzen hat. Es beschreibt die Fähigkeit, sehr sensibel, taktvoll und mit viel Intuition in einer schwierigen Situation zu agieren. Der Schattenparker. Wörtlich Schattenparker. Jemand, der sein Auto immer im Schatten parkt. Im übertragenen Sinne ist das ein Weichei, ein Feigling. Jemand, der Risiken und Anstrengungen meidet. Diese Wörter zeigen, dass die deutsche Sprache nicht nur aus trockenen Regeln besteht, sondern voller Bilder, Gefühle und Humor steckt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Reise in das Land der Wortmonster. Ich hoffe, du siehst sie jetzt nicht mehr als Monster, sondern eher als freundliche Riesen, die aus vielen kleinen, bekannten Teilen bestehen. Lass uns die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Zusammengesetzte Wörter sind wie Lego. Sie bestehen aus kleineren, bekannten Bausteinen. Die goldene Regel lautet: Das letzte Wort ist der Boss. Es bestimmt den Artikel und die Grundbedeutung. Um lange Wörter zu verstehen, zerlege sie von hinten nach vorne. Lass dich nicht von den Fugenlauten, dem kleinen Klebstoff zwischen den Wörtern, irritieren. Mein Tipp für dich diese Woche: Werde zum Wortarchäologen. Jedes Mal, wenn du im Alltag ein langes deutsches Wort siehst, egal ob auf einer Webseite, in einem Buch oder auf einem Straßenschild, bleib kurz stehen. Nimm es auseinander. Finde die kleinen Wörter darin, die du schon kennst. Bestimme den Artikel anhand des letzten Wortes. Du wirst sehen, mit jedem Wort, das du so knackst, wird es einfacher und macht sogar richtig Spaß. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, etwas gelernt zu haben, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung oder ein Abonnement. Damit hilfst du auch anderen Deutschlernern, diesen Podcast zu entdecken. Vielen Dank, dass du heute wieder dein Ohr für die deutsche Sprache geöffnet hast. Bleib neugierig, hab keine Angst vor langen Wörtern und spiel ein bisschen mit der Sprache. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. In der nächsten Folge entdecken wir die kleinen Zauberwörter der Verben, Präfixe wie ver, be, ent, zer und er,
die einem einfachen Verb plötzlich eine ganz neue Bedeutung geben. Du wirst sehen, mit diesen winzigen Silben kann man ganze Welten ausdrücken. Bleib neugierig, spiel weiter mit der Sprache und hab Spaß an deinen eigenen Wortmonstern. Tschüss und alles Gute!